So, und damit einiger Verzögerung. Herzlich willkommen zurück zu Noire. Ganze Tour der Pattersons. Der Opfer wurde ja überfahren, einfach mal so. Und die haben sich ganz hervorragend verstanden. Ja. Und wir schauen jetzt einfach mal. Wo bist du? Wir klopfen jetzt einfach mal. Yes? Hello? Mrs. Patterson. Is this about my husband? We're investigating the incident, ma'am. I see. Come in, won't you? So, durchsuchen wir doch erstmal die Bude. Can you tell me what happened? Das wollte ich nicht. What's to tell? He got hit by a car and now he's dead. You don't appear to be too upset about the fact. Lester and I met on a furlough in 44. We got married that weekend. People don't understand it now, but that happened a lot back then. I see. So you probably did well to stick it out this long. What's that supposed to mean, mister? I think it's about time you left. I have someone here, I and beg your pardon? You're gonna have to run that one by us again, sister. It's okay, Lorna. So geil. I'm Leroy Sabo. Geil. Well, well. Nice to see you're comforting the grieving widow, Mr. Sabo. All right, wise guy. Do you have any intelligent questions you would like me to answer? You can confirm Mrs. Patterson's story. Lester lost at cards. He was kind of hard to control when he lost his temper. He turned without looking and walked right out in front of the car. It wasn't good. What's your relationship with Mrs. Patterson, Mr. Sabo? We're friends. Good friends. You expect me to believe that? Look, I was filing for divorce. Mental cruelty. Lester could be a mean son of a bitch. And Lester knew about that? No, I hadn't told him. Well, hasn't this worked out well for the two of you? I feel almost bad for busting in on this little rendezvous. ich mag den. Fangen wir am Anfang How an. did the car come to hit Lester? He walked straight into the path of an oncoming car. Aber der Fahrer auch nochmal anders erzählt. Das schaut auch lustig in der Gegend rum. Ich glaube, die flunkert. Ich gucke mal kurz in mein Notizbuch. Nee. Nee. Ich zweifle es mal an. Weil ich es nicht besser weiß. You expect me to believe that, Lorna? It's all very convenient. Gambling for Lester was like the needle for a hophead. He was yelling at me. He was yelling at the whole world. I kind of felt sorry for the driver. Poor guy had no chance. You were arguing in the bar and on the sidewalk? We were always arguing. So what? Da stimmt irgendwas nicht. Das hatten wir gerade eben schon mal, diesen Blick. Admit it, you were baiting him, pushing his buttons. We can easily get the full story from the regulars in the bar. All right. Lester was playing cards out back. He lost, of course, and wanted back in. He suggested I earn the money on my back to get a mistake. That was the proposition he was putting to his so-called buddies. So maybe I was a little angrier than usual. Na gut, das kann ich jetzt grundsätzlich Let's just say I verstehen. took exception to his idea. Das ist jetzt... The bartender said that you and Leroy were planning to go into business together. Can you explain how you'll get the money to do that? I have a little money saved away. Da glaube ich... Schauen wir mal kurz. Ja, der hat irgendwas zu verheimlichen. Irgendwas ist da. Irgendwas ist da. Entschuldigung, das war nicht das, was ich wollte. Und zwar, sie lügt, da bin ich mir sicher, und ich habe den Being Versicherungs... economical with the truth, Lorna. You want to back that up, little man? Ja, will ich, werde ich. Haha. Junge Dame, mal nicht so keck hier. Versicherungsbrief, so schaut's aus. You increased the premium on Lester's life insurance. GI insurance policies have a $10,000 payout. It
It was Leroy's idea. Lester lived on the edge. He was always getting into fights, crack games, pinochle, you name it. Turns out it was good advice. It speaks to motive and premeditation, Lorna. You're forgetting the hit-and-run detective. You and Mr. Sabo have an interesting Hey, day. cool. I'm 3 sure von we 3 will, richtig. officer. Now, if you could both just leave. We're leaving, ma'am. Sorry for your loss. I can see what a tough time you're having with all this. Ah, gut, also zugegeben, dass sich ihre Trauer jetzt in Grenzen hält, das ist durchaus verständlich. Oh, ich wollte telefonieren, für mich. Ich wollte telefonieren, aber warum wollte ich telefonieren? Wo ist das Telefon? Ich sehe es doch. Aha. Okay. Doesn't look like anything. Hier wurde also auch gespielt. Ah, da ist das Telefon. Kann ich es benutzen? Ja. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Was hat das mit den Zeitungsartikeln daran zu tun? Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Are there any messages for me? Just one detective from the coroner. Message reads, Phelps, see me at Central Morgue immediately. Results of the Pattison autopsy. Thanks, ma'am. Oh gut, dann, nachdem das so klar ist, würde ich es vorschlagen, fahren wir zum Leichenhaus. Was? Wer ist das? Leichenhaus? Nein. Leichenhaus. Leichenschauhaus. Selbstverständlich, fahren wir dorthin. So, So, wir könnten jetzt ja einen Kumpel fahren lassen, aber wir fahren natürlich selber. Mal gucken. Roy's Café, ne, Ray's Café. Leichenschauhaus. Shelton's Wohnung. Ach, das ist ja der Kollege, der. Okay, ich verstehe. Na, schauen wir mal, wie gut ich das hinkriege. Schönes Auto zu unserer Rechten. So. Das klang so, als wäre da gerade ein. Na gut, also wenn ich hier hinten irgendwie plötzlich einen Fall kriege, hier so ein Dings, dann werde ich da auch nicht hinfahren. Das ist wahrscheinlich eine Sackgasse, oder? Na schauen wir mal. Das sieht in der Tat so aus. Moment, hier war doch. Haha! Ist ja witzig. Da hat doch der eine Puerto Ricaner gewohnt. So, gehen wir mal aus dem Weg. Weiter geht's. So, ich fahre jetzt hier so ein bisschen der Nase nach. Ich würde gerne das Radio einschalten, aber das kann ich nicht. Das führt nämlich dazu, dass ich, ja, leider Gottes, ist ja alles letztes Jahr haben wir doch diesen Bandenkrieg gestört, oder? Das führt nämlich leider dazu, dass ich... Oh, hier gibt es auch einen Fall, das weiß ich noch. Glaube ich zumindest. So, schauen wir mal. Ja! You're gonna kill someone! Quatsch! So, ich bin einfach nur eine Abkürzung gefahren. Leichenschauhaus ist hier irgendwo. Schauen wir mal. Na, das ist gerade ein bisschen laggy gewesen.
wish I could afford that. Was denn? You are a modest little person with much to be modest about. Warum Kette hier und dann liegt hier überall noch Müll rum? Was ist denn da? Ah. Yeah, I've been hankering for a dust-up. Wie viel Sinn macht es, das alles unter den Stuhl zu kehren? Ja, also ich bin jetzt nicht unbedingt der Haushälter schlechthin, ja, das gebe ich ja zu. Bei mir ist es sehr chaotisch und unordentlich. Aber das ist sogar mir klar. We can put So. the driver in front of a judge in less than a week. You'd be making a big mistake. Run that by me again? The victim was dead before the car hit him. Ach. 2 puncture wounds to the right side of the thorax. Second puncture reached his heart. You're kidding me. Been doing this job 23 years, son. No one's ever laughed at one of my jokes. He was stabbed to death? Long, sharp knife, length of a bayonet. We found a knife in the alleyway. Where is it now? Was it bagged? By Patrolman Kaplan. Perfect. I'll get you a definite match. Jesus, we got him. Murder 1. We were right there and they tried to stare us down. Now they'll both get the gas chamber. We have the knife, we have the coroner's report, and I bet we could roll Sabo as a witness. Let's bring her in. Was ist das? Das... Ach, kennen wir schon. Okay, das sind nochmal die Beweise. Was hat er da? What is this? Not sure this means much. Okay. Woher kenne ich den Gerichtsmediziner? Den habe ich auch schon irgendwie mal gesehen. Meine ich zumindest. Ich bin überlege gerade echt mit der Ambulance zu fahren. Aber gut, nachdem unser Kumpel schon im Auto sitzt, fahren wir halt mit dem Auto dahin. Gut, ach, da guck, Werbung von Instaheat. Also wir fahren jetzt wieder zu dieser Adresse hier. Machen wir es am geschicktesten. Na. Ich bin gerade nicht ganz in der Lage, diese Karte auch nicht zu bedienen, weil... Also ich könnte mich jetzt rausreden und sagen, ich bin einfach noch ein bisschen erkältet. Was jetzt grundsätzlich auch nicht gelogen ist. Ich bin gerade akut ein bisschen krank. Aber nicht so krank. Ja. So. Und hier nach rechts. Okay, das habe ich schon besser gesehen. Und auch besser gemacht. Aber hier ist nichts. Ich guck gerade mal. Quatsch nicht gerade. Wir brauchen Outfits. Ja, ich glaube, das passt gerade. Der Hauding, dass wir härter zuschlagen und ich glaube, dass irgendwas sagt mir, dass wir das jetzt brauchen werden. Und zwar hier. Straight through the next intersection. Straight to the next, was wollte er gerade? Ich habe es nicht verstanden. Ach, die Autos damals waren einfach hübscher als das, was wir heute haben. Tut mir leid. So, schauen wir mal. I'm stumped. Ideas? I say we do it clean and fast. Hit her with the evidence and pack her off to Central. Go. Okay. We've spoken to the coroner, Mrs. Patterson. He confirmed your husband's cause of death. We'd like you to come downtown and answer some questions. It wasn't me. It was Leroy's idea. Leroy stabbed him. I had nothing to do with it. Where is Leroy now? He's in the bedroom. You're very good, Lorna. Put the gun down, Leroy. Das hätte doch das If you do something Schießeisen stupid anzubringen now, sollen. you don't stand a chance in front of the grand Nice of you jury. to give me up, sweetheart. All that whispering in my ear telling me how we had to get rid of him, how good it could be, all the money we could claim, all that planning.
How to get him into the street, how to make it look like an accident. For God's sake, You had Leroy, all shut the up! bases covered, baby. I had nothing to do You with it. think I'm gonna fry for you, He's a Lorna? crazy man. Shoot him. Shoot him, for God's sake! Dann stell ich halt. It's too late, Sabo. Ich würde sagen, du hast deine Strafe bekommen, Mädel. Wo? Was? Wie? Oh Mann. Sabo, stop or I will shoot. Whoa, what's going on? Ow, hey. Last chance to surrender, Sabo. You're a bulldozer? Wow. Bleibst du jetzt halt mal da? Kerle, ihr habt nicht die ganze Zeit hier in der Nase laufen. Schnell dahin. Ach, da, hier rechts. Ach komm. Come on, Flatfoot, let's negotiate. How long do you think you can hold out? Zu verhandeln. So, ich schau mal, dass ich. You want to back off right now. Don't say goodnight. Help me! 3 Schüsse habe ich gebraucht. Ich fand sie gar nicht schlecht, die Schüsse. So. You look spooked, Phelps. I thought you'd been under fire before. It never gets any easier, Bukowski. Ja gut, wir haben den Fall gelöst. 3 Tote. Ist doch super. Ich glaube, wir haben einen echt fiesen Unfall gehabt. Kann das sein? Oder vertue ich mich da? So, I give you a hit and run. You bring me back fraud, conspiracy, and first-degree murder. This is how a good detective operates, Phelps. You take nothing at face value. You keep digging and asking questions until you get to the truth. Ja, selbstverständlich. So You got sind some wir. sharp elbows on you, detective. I like that. Keep up the good work. Ja, dann. Ja, das ist. Ja, das war ein fieser Unfall. Verletzung 50. Naja. Oh. Oh, eine 5-Sterne-Wertung. Also, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Ja, gut, das ist alle Hinweise gefunden, alle Fragen richtig beantwortet. Sach-, Fahrzeug- und Personenschaden. Naja. Noch ein Besuch in Race hätte gezeigt, wie weit Leroy gegangen wäre, um dem Gefängnis zu entgehen. Das hätte würde mich jetzt tatsächlich so im Nachhinein ein bisschen interessieren, aber gut, das weiß man halt im Nachhinein dann nur. Ja, ich werde den nächsten Fall nicht anfangen. Ist ja Unfug. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach das nächste Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir noch einen Daumen da. Wenn nicht, ist auch in Ordnung. Ansonsten, ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Für euch Servus und habe die Ehre.